Der Honda Jazz 1,5 iMMD Hybrid Crossstar. Ja, der neue Honda Jazz, er ist brandneu. Wir haben ihn draußen schon mal gezeigt, er war ziemlich dreckig. Gab es die Kommentare, könnt ihr das Auto nicht mal waschen, aber er kam gerade vom Hänger. Hier ist Thomas Reiter, hallo. Ja, hallo. Ja, der ist schön, das war genau der? Ja, der war auch so dabei. Da hat man noch einen schwarzen, der steht nebendran. Und noch eine andere Version, das waren die Autos, wie sie gerade erst vom LKW abgeladen wurden. Jetzt stehen sie hier gereinigt im Showroom. So ist es ja. Hier vorne gab es direkt mal einen Hinweis darauf, dass es ein Hybrid ist. Er hat ein blaues Inline direkt im Logo von Honda mit drin. Ich zeige ihn mal kurz von außen. Er sieht von außen relativ brav aus, sage ich jetzt mal. Schon schick, gar keine Frage. In der Bicolor-Lackierung, schwarzes Dach, dann diese Anleihen unten mit diesen Kunststoffverplankungen. Das sieht schon gut aus. Aber innen, da geht's heiß her. Also da ist wirklich Hightech ähnlich wie in dem neuen, der heißt Honda E. Gell? Der neue, der rein elektrische von Honda ist der Honda E. Und der Jazz hier in der Version als Jazz Crossstar ist halt eben ein Hybrid. Genau, er ist nicht ganz billig. Also er kostet, ich gucke mal ganz kurz drauf, 27.880 €, wie er jetzt hier steht. Das ist ein Produkt mit 109 PS. 1,5 Liter Hubraum und er hat was ganz Besonderes, das zeige ich mal gerade. Er hat einen kombinierten Spritverbrauch von 3,9 Liter und da sagt sogar der Thomas, das ist realistisch, das kann man erreichen. Das liegt daran, er hat einen Hybridmotor mit drin, richtig? Ja, ist ein Hybrid. Und wie gesagt, je nachdem, wie man fährt oder wenn man wirklich sparsam unterwegs ist das Auto wirklich sehr, sehr sparsam. Dann ist auch die ersten Fahrzeuge schon in der Auslieferung, wo Kunden fahren. Die haben bestätigt, dass man das Fahrzeug wirklich in dem Bereich so 4 Liter ist das Auto wirklich zu bewegen. Ja, es ist quasi der Mercedes unter den japanischen Fahrzeugen, so ist es ja. Also Honda, ich sag mal, besticht ja durch eine ganz hohe Produktqualität, Verarbeitungsqualität. Es gibt Hondas, ich glaube, die allerersten fahren noch teilweise, oder? Ja, es gibt wirklich alte Hondas, die noch fahren. Also Honda steht für Qualität, hat auch in Japan ein sehr, sehr hohes Ansehen. Und die Autos sind eigentlich unkaputtbar, die sind wirklich zuverlässig und stabil, also die halten wirklich lange. Ja, die Form, ich zeige es mal kurz von der Seite, er ist relativ kurz, also ein sehr kompaktes Auto und ich finde damit wahrscheinlich überall einen Parkplatz. Das Thema Hybrid bedeutet hier, dass er die Bremsenergie umwandelt dann in elektrische Energie, die er dann beim Anfahren wieder verwendet und mittendrin. Ja, also es ist praktisch ein klassischer Hybrid, also er tut auch, wie du gerade gesagt hast, rekuperieren, also Bremsenergie oder wenn man den Fuß vom Gas holt, wieder umwandeln tut für die Batterie zu laden. Aber es ist halt eben ein klassischer Hybrid, der also extra nicht aufgeladen werden kann, ist also selbstladend, macht alles von alleine und die Batterie ist auch zur Unterstützung da, wobei der Honda in der Version mit der Technik von Honda sehr viel elektrisch macht, also das ist also schon eine sehr, sehr sparsame Fahrweise. Ja, das Cockpit komplett neu designt. Also ich habe es ja eben schon erwähnt, beim Honda E gibt es unglaublich viele Anleihen. Hinten gibt es so ein paar Sachen, die richtig cool sind. Du bist das letzte Mal durchgelaufen, das können wir vielleicht mal gleich mal zeigen. Vielleicht fangen wir von hinten noch mal kurz an. Ja, man kann es leicht erkennen. Hier steht EHEV. Das ist die Hybrid-Variante und Jazz Crossstar. Das Crossstar, ist das eine eigene Modellvariante hier für den etwas höher gelegten? Das ist eine eigene Modellvariante. Es gibt also den Jazz in verschiedenen Ausführungen. Und das hier ist jetzt als, sage ich mal, die Top-Version ist hier der Jazz Crossstar, der halt eben auch so ein bisschen Anlehnung hat mit ein bisschen höherer Sitzposition, mit der Dachreling, mit den Kunststoffapplikationen. Dadurch ist er ein bisschen mehr auf Offroad getrimmt. Er ist aber Zweiradgetrieben. Ist ein normaler Zweiradantrieb, ist also jetzt kein Auto, mit dem er jetzt ins Gelände fährt oder so. Aber er hat halt eben diese optische Anleihen, sieht schick aus. Er hat hohen Einstieg, das können wir gleich mal zeigen. Also man kann sich fast reinfallen lassen. Ja, mach mal hinten auf, bitte. Auch hinten das Blau am Logo. So sieht's aus. Und da gibt es so ein paar Besonderheiten. Insbesondere hat er eine ganz spezielle Konfiguration, die ich einstellen kann, wenn ich etwas mehr beladen möchte. Und das hat Honda, glaube ich, fast exklusiv, oder? Das gibt es aber keinem anderen. Das ist so eine Geschichte, die hat eigentlich nur Honda. Das ist dieses spezielle Sitzkonzept bei dem Fahrzeug. Kann ich ja gleich mal zeigen halt eben. Da kann man verschiedene Möglichkeiten kann man da machen. Und das ist alles mit dem Handgriff machbar, ohne jetzt irgendwie einen Sitz auszubauen oder sonst irgendwas. Das geht alles ganz easy.
Ja, darunter, was darunter? Und drunter ist ein normales Ablagefach in dem Fall hier, wo ich halt eben noch was verstauen kann. Wenn man so lieb ist, dass man rausholt, dass man sieht, wie tief es ist. Weil da könnte ich dann ein paar Kleinigkeiten reinmachen, die ich brauche vom Auto. Ja. Hätte ich fast gesagt, das Ladekabel ist ja drin. War Spaß. Ist ohne Kabel. Ist ohne Kabel. Das ist aber auch, viele sagen, ich habe einen sehr sparsamen Verbrauch, ich muss nicht laden. Ja gut, es hat alles, gibt immer verschiedene Seiten. Jetzt hier in dem Kompaktsegment, wo der Jazz sich bewegen tut, als eher, sage ich mal, kompaktes Fahrzeug, nicht wie ein großer SUV, ist er halt eben mit dieser Hybridtechnologie einmal sehr schadstoffarm und halt eben sehr sparsam. Und ich brauche halt eben nichts zu machen. Als Plug-in-Hybrid wäre die Fahrbatterie deutlich größer, bräuchte wieder mehr Platz, das Auto würde schwerer werden. Daher gibt man bei diesen kompakteren Fahrzeugen, ist also Hybrid auch eine tolle Sache. Ich zeig mal gerade eine Kleinigkeit. Die sind so schwarz, die Scheiben, dass man zwar von innen einfach rausgucken kann, das kompensiert meine Kamera sehr schön, aber es ist wie eine Sonnenbrille. Also ich kann überhaupt nicht reingucken, von außen nach innen hinten, ja. Oder? Ist sehr stark getönt. Warte, ich zeig's mal gerade. Durchsicht, aber von außen ist es... Genau, wenn du jetzt mal zumachst, genau, sei mal so lieb, kann man nämlich sehen, man kann fast gar nicht reingucken. Ja. Und das hilft natürlich auch innen, dass die Sonnenenergie draußen bleibt. So ist es. Hitzt dich nicht so auf. Ja, dann mach mal auf. Spezielle Reifen sind hier übrigens drauf. Das sind Enersafe ich guck mal gerade, von Dunlop. Ja. Also spezielle Reifen, die auch besonders sparsam abrollen. Ja, ist alles so sparsam und kraftstoffsparend ausgelegt. Und hier ist das System, ja. Magic Seat. Ja. Und genau so heißt es bei Honda Magic Seat, weil der Kraftstofftank vom Fahrzeug befindet sich unter der Mittelkonsole, crashgeschützt, also sehr platzsparend angeordnet. Und dadurch werden die Sitze halt eben im Boden versenkt. Das Starke ist, das ist nur ein Handgriff. Ne? Ich mache jetzt die Sitze so um. Jetzt habe ich hier normale Sitzposition. Wenn ich die Sitze umlegen will, einfach hier nach vorne. Da klappen die Sitze um und da hast du eine topfebene Ladefläche. Ich zeig das mal eben. Die ist komplett eben. Die ist eben. So, aber das Besondere ist das Hochklappen, wenn ich mal irgendwas echt Sperriges habe. Sperriges. So, einmal. Und das kann ich jetzt hier auf der Seite auch machen. Noch einmal. So, ich kann hier was Sperriges laden. Rein theoretisch kriege ich, wenn ich Vorderrad rausmache, ein Fahrrad rein. Genau, das hat man nicht verstanden. Man kriegt ein Fahrrad rein, wenn man das Vorderrad rausmacht. Vorderrad, damit es nicht so hoch ist. Vorder- und Hinterrad beides. Kommt drauf an. Mountainbike oder Rennrad passt also quer rein. Thomas, ich weiß, du bist heute nicht so 1000%ig gut drauf. Bitte lauf einmal durchs Auto durch. Ja, ich will das noch einmal zeigen. Das geht wirklich. Und das ist krass, also das ist fast wie so ein VW-Bus mit 2 Türen, wo du so seitlich durchladen kannst. Das wird von den Leuten richtig benutzt. Also das ist sehr praktisch. Kriegen fast einen Schrank rein. Ja, wenn einer mal einen Jazz gefahren hat, das ist auch so, das Jazz-Klientel, den Jazz gibt es ja schon etliche Jahre, die lieben dieses Raumkonzept und da hat schon manch einer dumm geguckt, was da alles in so ein kompaktes Auto reingeht. Ohne, dass man die Sitze ausbauen muss. Ohne Sitze auszubauen. Ne? Das ist das Tolle an der Sache, du musst nicht viel fummeln, alles nur ein Handgriff. Und zack, kann ich wieder hier normalen Sitz, kann er auch auf der einen Seite machen, dann kann hier jemand mitfahren. Anzahl der Sitzplätze sind? Anzahl der Sitzplätze ist ein 5-Sitzer. 5-Sitzer. Auch ein Gurt. Ja. Und es können noch 5 Personen mitfahren. Gut. Prima. Das ist ein Auto, was knapp über 4 Meter lang ist. Er hat so 4 Meter paar zerquetschte. Ist also von der Länge her auch überall Parkplatz. Also in der Beziehung optimal. Prima. Also das ganz Starke ist allerdings nicht nur das Innenraumkonzept, sondern das Cockpit. Die haben sich da richtig Mühe gegeben. Also es ist nichts mehr so, wie es mal war. Wenn du mal so lieb bist, steig mal ein vorne. Dann zeige ich mal so ein paar Sachen. Ich komme auch gleich mal neben dich, dass wir mal sehen, wie allein die Wahl der Materialien gewählt wurde. Das hat Honda, glaube ich, noch nicht gesehen, sowas, oder? Nee, also für Honda ist das hier ein absolutes Highlight. Also es ist wirklich ein brandneues Auto, hat nichts mehr mit dem alten Jazz zu tun. Ist eigentlich eine Klasse für sich. Man hat hier verschiedene Materialien, die Haptik ist sehr schön. Warte mal kurz, ich komme mal kurz zu dir, dass man es sieht, wenn du es nochmal zeigst. Ja, also fühlt sich alles sehr gut an. Hier diese verschiedenen Unterschiede, auch von den Farben her, auch die Sitze. Speziell beim Crossstar sind auch so abwaschbar, die sind auch sehr pflegeleicht. Also es ist richtig toll gemacht von innen drin. Man sieht es nicht so richtig gut, wenn man nicht von oben mal drauf guckt. Also das ist so eingelassen, das hat so eine ganz eigene Formensprache. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Also es ist dadurch, dass da so eine Art Stoff drumherum ist. Die Stoff, ich komme auf deine Seite, warte mal. Ja. Wenn du einfach sitzen bleibst, steige ich mal ein.
Denn das muss man einfach mal von nahen gesehen haben. Also erstmal hier diese Bicolor Abdeckung. Das hier ist jetzt zum Beispiel, ich nehme an, das ist, um jetzt ein Getränk abzustellen, rechts. Ja gut, kann man als Getränkefach benutzen, kann man was reinstellen oder so. Kann man als Ablagefach für Kleinkram reinzumachen, je nachdem. So, dann haben wir hier, das kann man auch öffnen hier, rechts. Ein Handschuhfach noch zusätzlich für hier. Und da hat er noch hier unten ein normales Handschuhfach, wie man es halt eben kennt. Aber die Optik hier mit diesem Bezug, das ist schon cool. Also Schick gemacht. ja, auch hier dieser Powerknopf, der so eingelassen ist. Genau. Die Farben werden nachher aufgenommen in die Türverkleidung. Das ist dann die gleiche Optik und auch das gleiche vom Material her das gleiche. Das ist also alles so durchgehende schöne Linie. Dann habe ich hier unten ein paar Tasten, habe eine Automatik. Es gibt wahrscheinlich Hybrids nur mit Automatik. Den Jazz gibt es in Deutschland nur als Hybrid, also der ist nur als Hybrid lieferbar und dementsprechend halt eben auch nur mit der Automatik, weil da macht der Hybrid am meisten Sinn. So, wir haben es gerade eben mal in Betrieb genommen. Zeig mal gerade, was da drin ist. Da ist die Armablage und drunter ist ein kleines Fach. Das ist ein Staufach. Hat also überall so Ablagemöglichkeiten. Hier, da ist noch eine Getränkehalterung in den Türen. Wie gesagt, da habe ich noch eine Ablagemöglichkeit. Da kann ich überall noch was reinlegen. Multifunktionslenkrad ist nicht Silber, sondern ist in so einem hellgrau gefasst. Ja. So als Kontrast. Das sieht schon außergewöhnlich aus. Ja, edel, sieht schick aus. Und dann wird dann auch wieder hier die Farbe aufgenommen. Ne, es erinnert mich so ein bisschen an so Edelmarken wie Bang & Olufsen oder wie Braun. Früher, die was ganz Außergewöhnliches haben. Mhm. Also ich sag mal, wer drauf steht. Das Lenkrad aus Leder? Lederbezogen? Das Leder, ja. Das Lederlenkrad, ja. Gut, mach mal an bitte. Auch hier schlüssellos. Das ist keyless in dem Fall. Schlüssel habe ich in der Hand. Und dann haben wir hier das große Display. Es gibt 2 Displays. Also es gibt noch ein Display mehr. Ja. Hier steht auch das EV steht groß drin. Tanken. Übrigens, dass alle Autos nicht getankt sind, hat was damit zu tun, ihr dürft, glaube ich, keinen Benzin einfüllen, wenn sie hier im Showroom stehen. Nee, ne? Wenn Fahrzeuge im Showroom sehen, darf kein Benzin drin sein. Oder 3-4 Liter oder so. Ja, minimal halt eben, aber da ist in der Brandgefahr. Ne? So, Also das Fahrzeug praktisch ist jetzt startbereit. Der ist jetzt in dem Sinn im Elektromodus. Wenn du hier gucken tust, hier zeigt der EV mit so einem Pfeil. Warte, das ist zack's. Hier, ja, das ist eigentlich wie auch beim Elektroauto. Das heißt, er sagt, er ist fahrbereit, der Motor ist nicht an, weil der Honda macht auch viele Dinge elektrisch und er ist auch dementsprechend, weil man sieht, die Fahrbatterie hat Saft, ist also ungefähr die Hälfte. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch mit ihm elektrisch losfahren. So ist es nicht. Mhm. Die ist aber jetzt nicht gedacht, um jetzt 30 Kilometer zu fahren, sondern die fährt, ich sag mal, die fährt an, die lädt sich schnell wieder auf. Die ist unterstützend für den Motor. Du kannst auch, wenn du jetzt ganz ruhig fahren tust, fährt er auch mal kurzzeitig rein elektrisch, wo er wirklich dann am Segeln ist. Aber an sich ist es nicht wie beim Plug-in halt eben der größere, da ich 50, 60 Kilometer je nach Modell elektrisch fährt. Das ist beim reinen oder bei diesem Hybrid hier nicht der Fall. So, hier unten habe ich zweimal USB, einmal als Konnektion und einmal für Powerladen. Ich habe aber noch daneben ein Power-Outlet dabei, da kann ich meinen USB-C-Adapter reinstecken. Ja. Geht ja viel über USB-C. Sag mal, die Klimaanlage läuft schon, oder? Die Klimaanlage läuft schon, ja. Der Motor ist aber aus. Der Motor ist aus, ja. Also das heißt, der hat einen Kompressor dann? Der hat einen Kompressor, ja. Krass. Wenn ich jetzt immer kurz Gas gebe, halt eben, wenn ich jetzt kurz mal Gas geben tue, dann würde er anspringen, aber jetzt hier im Ausstellungsraum machen wir es mal nicht. Ja. Die also riechen. die Leute nicht beeinträchtigt werden. So ist es. Das heißt, ich habe auch getrennte Temperaturregelungen. Nee, habe ich nicht. Ich habe eine. Nee, das ist der Automatikmodus. Jetzt ist er angesprungen. Weil ich die Klimaanlage betätigt habe und dann springt auch dann dementsprechend Fahrzeug an, um den Klimakompressor dann damit mal zu unterstützen. Ja, man hat hier Smartphone-Verbindung, Navigation. Du hast hier Navigation, hast hier dieses große Display. Dann halt hier Navi hinterlegt. Dementsprechend ist jetzt alles und jetzt hier auf unsere Ecke eingestellt. In dem Fall, ich habe auch hier Apple CarPlay, Android. Ich kann mein Handy verbinden. Ich habe hier, wie gesagt, verschiedene Sender, die ich dann einstellen kann. Also ganz normale Bedienung mit einem großen Touchbildschirm. DAB mit drin, Digitalradio. DAB, alles mit drin, ja. Bluetooth kann man verbinden halt eben oder halt eben über Apple CarPlay. Das ist alles hier drüber machbar. Ja. Der ist zugelassen, der hier?
Der hier, der ist zugelassen, ja. Genau, das heißt, den können wir auch mal fahren. Da vorne sieht man so in der Mitte ist ein Lautsprecher, auch der ist so überzogen mit so, ist es irgendwie so ein bisschen Retro teilweise, oder? Ja, ist so eine Mischung mit Retro, aber trotzdem modern. Ist also ein schöner Look. Hier oben habe ich die SOS-Taste mit drin, die ja mittlerweile, ich glaube, bei den neu zugelassenen Autos. Ja, die müssen so eine Möglichkeit haben halt eben. Man kann auch hier sich noch eine App runterladen von Honda, da kann man auch verschiedene Sachen, wenn das Handy mit dem Fahrzeug gekoppelt ist, kann man auch verschiedene Sachen auch mit dem Handy machen bei dem Auto. Da gibt es also sehr, sehr viele Möglichkeiten für die Leute, die Spaß an den Sachen haben. Sag mal, sieht man auch, gibt es da irgendwie eine Taste, wo ich sehen kann, wie der jetzt rekuperiert hier oder ein Display, wo ich sehe, dass er lädt? Das müssen wir damit fahren halt eben. Da wird man schon sehen, wie die Batterie wieder, in dem Fall wie er normal lädt, aber das siehst du jetzt so hier im Stand, jetzt kann man das nicht simulieren. Ja, er hat ein paar Helferlein an Bord, unter anderem einen Spurhalteassistent. Ja, in der Version hat er Spurhalteassistent, der hat Tempomat mit Radar, wo ich den Abstand hier einstellen kann. Er hat hier für alles eine Bedienung vom Lenkrad aus. Er hat Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, eigentlich alles, was so in der Art, alles, was so das Herz begehrt. Man kann hier verschiedene Funktionen, kann man sich hier per Lenkrad einstellen. Das ist alles machbar. So, ich brauche keine Reichweitenangst zu haben, denn er fährt ja mit Benzin und die Bremsenergie, die ja nicht unerheblich ist. Das heißt also, wenn ich das Fahrzeug abbremse, dann brauche ich ja mindestens genauso viel Energie, wie wenn ich es beschleunigt habe. Ja, das ist richtig. Ja. Die wird auch genutzt, halt eben, um halt eben die Reichweite, um halt eben die Batterie dann wieder zu laden. Tja, Honda, Weltmarktmarke in Deutschland. Wie ist da, ich sag mal, das Standing von Honda? Das heißt, es gibt viele Fans von Honda? Ja gut, Honda-Kunden sind sehr treue Kunden, die sind der Marke sehr treu gegenüber. In Deutschland sind wir eher, sage ich mal, eine Nischenmarke. Aber wie gesagt, weltweit gesehen ist Honda halt eben schon für Qualität und für tolle Fahrzeuge bekannt. Ja, wenn ich jetzt Interesse habe, das Auto haben möchte, das heißt, man kann Probe fahren? Ja, Probe fahren kann man. Wie gesagt, wir haben hier 2 Standorte, einmal in Rehlingen-Siersburg an der Windmühle 7 und dann hier in Saarbrücken in der Kurt-Schumacher-Straße. An beiden Betrieben haben wir Vorführer zugelassen, verschiedene Modelle, wo man dann fahren kann, Executive oder hier so ein Crossstar, einfach mit den Verkäufern Termin ausmachen und da kann man mal so ein Auto testen. Ja, ich kann es mir auch angucken, auf Herz und Nieren dann auch testen. Wenn ich jetzt nicht aus dem Saarland komme oder hier aus der Nähe, ihr habt immer mehr Zuspruch jetzt aufgrund der Videos. Das ist technisch auch möglich, dass man das abwickeln kann aus der Ferne, so ein Kauf? Ja, das ist technisch möglich. Also wir können auch ein Fahrzeug über einen Zulassungsdienst außerhalb vom Saarland zulassen. Da muss man halt eben die Gegebenheiten sehen. Aber es kommen viele ja auch vorbei und holen es ab, muss man dazu sagen. Bald kommen wir schon vorbei, aber wie gesagt, wir können das organisieren, dass so ein Fahrzeug vorher schon zugelassen wird, die Schilder zu uns geschickt werden und dann kommen die Leute von außerhalb die Autos hier abholen. Dann vor kurzem noch ein Auto in Leonberg zugelassen. Das ist also alles irgendwo machbar. Okay, super. Ja, Thomas Reiter, du machst wie lange schon Honda? Honda machen wir schon seit 2005. 2005, das sind 15 Jahre, wie die Zeit vergeht. Ja, 15 Jahre und über 35 Jahre machen wir noch Mitsubishi. Ja, das ist auch ein Japaner übrigens. Das ist auch ein Japaner. Und Kia. Genau, ist auch nicht schlecht. Ich sag mal so, die Fahrzeuge jetzt von Mitsubishi, die haben ja jetzt, ich sag mal, einen ganz tollen Charakter, muss man auch dazu sagen. Also viele verbinden ja direkt dann Fahrzeuge, die zum Beispiel in Afrika unterwegs sind, in Wüsten und so weiter. Das sind alles Fahrzeuge, auch dazu jetzt Honda, die kriegt man nicht kaputt. Das sind Fahrzeuge, die laufen und laufen. Ja gut, dafür sind die Fahrzeuge wirklich bekannt. Und Honda ist ein Hersteller, wo auch sehr sportlich unterwegs ist. Ich meine, wir haben auch noch ein Motorrad dabei. Und wenn ihr jetzt siehst, in der Formel 1 ist Honda als Motorenzulieferer von Red Bull unterwegs. Also Honda ist schon für die Qualität von allem her absolut top. Und auch in den USA, wenn man in Amerika in Urlaub war, sieht, wie viel Honda da rumfahren, das ist schon Wahnsinn. So, steigen wir mal aus, machen die Abmoderation und zeig's nochmal von draußen. Das ist übrigens der schwarze, den wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es gibt ja viele verschiedene Farben, aber die werden ja in Japan gebaut. Ja, der Jazz kommt aus Japan. Es kommt aus Japan, das heißt also echte japanische Qualität. Und wer jemals mit Japan zusammengearbeitet hat, du arbeitest ja mit Japanern zusammen, die sind unglaublich genau. Ja, die sind in verschiedenen Dingen sehr, sehr genau, sehr penibel, was so gerade bei technischen Sachen ist alles immer sehr ausgereift. Die sind doch schon wirklich sehr, sehr akkurat.
So, und last but not least zeige ich euch noch ein Schnäppchen, das meistgebaute, ich glaube, Moped der Welt. Wir haben es hier vorne stehen in der Version 2020, übrigens auch von Honda. Ich glaube, das wurde Millionen- und Abermillionenfach gebaut. Die Super Cup C125 kann man jetzt übrigens auch mit Autoführerschein fahren, wenn man eine Prüfung ablegt, glaube ich. Wenn man eine Prüfung ablegt, also ohne, ja, Prüfung in dem Sinne ist nicht richtig, also mit Paar Fahrstunden. Paar Fahrstunden, eine reine Prüfung brauchen wir nicht mehr abzulegen. Haben viele Leute gemacht halt eben. Und der Supercap, ich glaube von der Zahl her waren wir irgendwann vor kurzem haben wir so eine Mitteilung von Honda bekommen, da waren es 60 Millionen Stück. 60 Millionen. 60 Millionen, wenn man in Thailand oder in der Ecke mal Indonesien, da siehst du die Dinger ohne Ende. So ist es. Ja, vielen Dank an Thomas Reiter vom Autohaus Reiter. Und da ist er nochmal in voller Größe. Übrigens hier nochmal der Honda E. Es ist kein experimentelles Fahrzeug. Nein, Sie können ihn kaufen und Probe fahren. Auch da haben wir ein eigenes Video gemacht. Ich werde es mal verlinken. Vielen Dank, Thomas. Tschüss. Danke, tschüss.